Und schon sind wir beim zweiten Teil der Refresh-Serie. Hallo und willkommen. Heute zeige ich euch 3,5 neue Arten, wie ihr refreshen könnt. Zwei der Refresh-Arten sind relativ ähnlich. Ich zeige sie euch im selben Video hintereinander, damit ihr sehen könnt, ob sich dadurch Unterschiede ergeben, wenn man die Sachen unterschiedlich benutzt. Aber ich zeige euch zum Schluss noch einen Bonus-Refresh, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber wir starten jetzt mit dem ersten Refresh, dem, der für mich am allerwenigsten funktioniert hat, nämlich dem Mousse Trocken Refresh. Der Refresh ist eigentlich total einfach. Ich nehme das Mousse, das ich gerne haben möchte, und trage das auf meine trockenen Haare auf. That's it. Ich glaze es zuerst vorsichtig über meine Haare. In dem Fall waren es jetzt ungefähr 4 Pumper, die ich mir ins Haar gegeben habe, insgesamt. Zuerst glazen. Danach wird noch gescrunched, damit sich einfach die Wellenbildung wieder so ein bisschen aktiviert. Danach diffuse ich meine Haare, also gerade bei sowas wie Refresh, wo ich sage, ich möchte eigentlich, dass hier wieder so ein bisschen Sprungkraft mit dazu kommt. Da ist bei mir immer Pixi Diffusen das Mittel der Wahl. Ja, nach dem Diffusen entferne ich den Cast und jetzt seht ihr das Ergebnis. Irgendwie ist es diesmal nicht so gut geworden wie früher. Ich finde tatsächlich, meine Lockenbildung, meine Wellenbildung hat sich nicht so gut aktiviert, wie ich mir das jetzt eigentlich erwartet oder gedacht hätte. Ich finde auch so allgemein, das Ergebnis ist okay. Es ist definitiv besser als vorher, aber ich finde, es hätte besser werden können. Damit ich es nicht vergesse, hier auf dem Kanal sind gerade eben die Refresh-Wochen ausgebrochen. Das bedeutet, es gibt schon ein Video, in dem ich euch 3 Arten zu Refreshen vorgestellt habe. Ich verlinke es euch hier, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das heißt, auf dem Kanal geht es jetzt aber auch so weiter, dass jetzt hier erstmal das nächste Video wieder ein neues Lockenbox-Video ist. Aber nach dem Lockenbox-Video kommt noch ein Video mit verschiedenen Arten, wie ihr refreshen könnt. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, ihr wisst, wie es funktioniert. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn das neue Video online kommt. Der zweite Refresh, den ich euch heute zeige, dafür braucht ihr Leave-In und Wasser. Ganz kurz zum Wasser eine Info. Ich benutze tatsächlich meistens Wasser aus der Leitung für einen Refresh. Allerdings, wenn ihr recht kalkhaltiges Wasser habt, kann es sich lohnen, zu destilliertem Wasser zu greifen. Da ist dann einfach weniger Kalk drin. Das ist einfach besser für die Haare. Da werden die Haare oft auch nochmal einfach schöner. Also einfach mal so als Tipp. Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Mit dem Wasser sprüht ihr euch die Haare nass. Ja, da ist auch wieder so eine Faustregel von mir. Ich habe es im ersten Video schon gesagt. Je nasser die Haare sind, desto besser wird es bei mir in der aller Regel, vor allem was den Friss angeht. Allerdings, desto länger brauche ich auch beim Diffusen. Da muss man sich einfach so ein bisschen rantasten bei der ganzen Geschichte. Wenn die Haare nass genug sind, nehme ich mir ungefähr eine Erbse von dem Leave-In, das ich haben will. Die Erbse habe ich mir in die Hand gegeben, habe nochmal ein bisschen Wasser mit dazu gegeben und das in der Hand gut aufemulgiert. Das sorgt auch nochmal dafür, dass die Hände ein bisschen nass sind. So kriege ich nicht zusätzlichen Friss, wenn ich mir mit den Händen in die Haare gehe. Ja, dann verteile ich das Ganze in den Haaren. Nochmal ordentlich nach oben kneten, das aktiviert bei mir die Wellenbildung total schön. Und dann wird auch schon diffust. Wie immer, ich bin beim Diffusen, beim Refreshen immer beim Pixi-Diffusen. Das funktioniert für mich am besten, da wird für mich die Wellenbildung am schönsten aktiviert. Ja, und danach seht ihr jetzt hier das Ergebnis. Ich finde tatsächlich, es kann sich sehen lassen. Was meint ihr dazu? Also ich muss wirklich sagen, ich finde, der Unterschied ist schon echt enorm. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Ja, es ist ein Refresh, der mir wirklich gut gefällt. Und den dritten Refresh, den ich euch heute zeigen möchte, das ist einer, den ich fast verkackt hätte. Also ich würde ihn jetzt tatsächlich ein bisschen anders machen. Um euch zu zeigen, was ich meine, nehme ich euch jetzt mal mit. Wir reisen in der Zeit zurück, ungefähr 15 Minuten, bevor ich jetzt dieses Video aufgenommen habe. Da habe ich nämlich zuerst meine Haare refreshed. Jetzt mache ich wieder einen Refresh mit einem Leave-In, aber diesmal ein bisschen anders, um zu sehen, macht es einen Unterschied oder nicht. Und zwar schnappe ich mir diesmal meinen Leave-In. Ich habe hier den Kinky Curly Not Today. Ich zeige es euch jetzt im Glas, in der Hoffnung, dass man hier das gut sehen kann. Aber ja, ich denke, so funktioniert es. Ich zeige euch mal, wie viel ich da ungefähr, hier, ungefähr diese Menge, damit ihr das gut sehen könnt. Und darauf gebe ich einen guten Schluck Wasser. Normalerweise würde ich mir das gleich in meiner Sprühflasche anmischen, aber in der sieht man halt einfach nichts. So, und jetzt hier hoffentlich ohne hier viel zu
Ungefähr so würde ich tatsächlich anmischen. Vielleicht noch einen Tacken mehr Wasser. Das Ganze wird vermischt. Ich mache jetzt das hier mal mit einem Löffel. So, und jetzt fülle ich mir dieses Gemisch in meine Sprühflasche um. Alles gut durchschütteln. Und schon kann es losgehen. Ich besprühe mir meine Haare mit dem Wasser-Leave-In-Gemisch. Und wieder, nicht vergessen, die Hände ein bisschen nass machen. Einmal nochmal überall drüber glazen und dann wie immer ein kleines bisschen scrunchen. Danach werden natürlich wie immer die Haare diffus. Und so sieht das Ganze jetzt nach dem Refresh aus. Ich zeige es euch mal. Also ich muss wirklich sagen, meine Wellenbildung hat sich schön aktiviert. Ich finde wirklich, das ist total gut geworden. Man muss aber sagen, sie waren ja vorher wirklich fast glatt. Also wenn ich die einmal so ein bisschen hochbünde und hochknödel, da ist bei mir normalerweise wirklich, zieht sich ganz viel raus. Vor allem, wenn ich wie vorher wirklich nur ganz, ganz wenig Gel in den Haaren habe. Also es war wirklich nur so eine Euro-Münze, die ich mir da vorher verteilt hatte beim letzten Waschtag. Das merkt man einfach schon deutlich. Ich finde, es ist ein schönes, lockeres Ergebnis. Sie fühlen sich auch wieder viel, viel, viel besser an. Da es jetzt schon wieder eigentlich Zeit wird, die Haare zu waschen, da sind sie mir manchmal gerade hier so in den unteren, eher so Richtung Spitzen hier, fühlen sie sich oft schon so ein bisschen wieder trocken an und eher, ja, wo man merkt, die brauchen wieder einen Schub Feuchtigkeit und den haben sie jetzt wieder. Sie sind hier jetzt wirklich wesentlich weicher, angenehmer, fühlen sich nicht mehr so trocken und störrisch an. Finde ich total gut. Der einzige kleine Minuspunkt ist, also Volumen ist jetzt hier nicht unbedingt mehr geworden, möchte ich mal behaupten. Und der Friss ist ein bisschen schlimmer. Ich habe hier immer wieder solche Antennchen weg. Ich empfinde es jetzt so, als ob der Friss ein bisschen schlimmer geworden wäre. Muss jetzt aber auch sagen, dafür, dass es jetzt wieder so viel besser aussieht, da würde mich persönlich jetzt auch der Friss nicht stören. Ich erzähle euch jetzt aber noch, was ich fast verkackt hätte an dem Refresh. Und zwar habe ich gemerkt, die Kombination von so viel Leave-In und einer Flairosol-Flasche funktioniert, aber funktioniert nicht so gut. Deswegen jetzt mein Tipp, seid schlauer als ich, macht's nicht wie ich, wenn ihr eine Flairosol-Flasche zu Hause habt. Guckt, dass ihr vielleicht, naja, ich würde jetzt mal vielleicht versuchen, die Hälfte vom Leave-In zu nehmen. Denn ich habe gemerkt, meine Flasche hat zum Schluss echt ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich werde jetzt gucken, dass ich das Gemisch wieder raustue, mit Wasser auffüllen und dann reinigt sich diese Düse bestimmt auch ganz schnell wieder. Ich bilde mir ein, dass bei der zweiten Wasser- und Leave-In-Variante der Frizz ein bisschen weniger ist. Aber ehrlich, das dürft ihr auch gerne immer beurteilen, denn ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher. Aber ich bilde mir ein, dass wenn ich Wasser und Leave-In mische, dass dann insgesamt der Frizz, der hier quasi vor allem hier so als Ding außenrum ist, dass das ein bisschen weniger ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht oder ob das vielleicht jetzt einfach hier nur, ja, so in die Richtung, Einbildung ist ja auch eine gewisse Form von Bildung ist. Jetzt komme ich noch zu einem, beziehungsweise eigentlich sogar zu zwei Bonus-Refreshs. Es hat gerade einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. In der aktuellen Lockenbox, ich verlinke euch das Video übrigens hier jetzt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, finde ich nämlich von Bali Curls das Refreshing Curl Spray. Nachdem das letzte Mal mit dem Hair Sangria ja jetzt nicht so super gut funktioniert hat, habe ich mir gedacht, das ist ja quasi wie eine Aufforderung, das jetzt auch nochmal auszuprobieren. Und ich habe es nochmal auf zwei verschiedene Arten getestet, einfach um zu gucken, lag es vielleicht auch bei dem Hair Sangria schlicht und einfach an dem Produkt funktioniert. Dieser Refresh mit speziellen Refresh-Produkten vielleicht einfach besser, wenn ich ein anderes Produkt benutze. Bevor ich euch jetzt aber zeige, wie ich mit diesem Spray hier refreshed habe und wie es funktioniert hat, noch eine Bitte. Wenn ihr einen Refresh kennt, der hier unbedingt in diese Sammlung mit rein muss, der hier nicht vergessen werden darf, dann seid so gut, schreibt mir den noch in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich den noch mit aufnehme. Jetzt gucken wir uns aber an, wie das Spray funktioniert hat. Beim ersten Refresh habe ich mir das Spray einfach nur auf die Haare aufgetragen. Es ist dann schon eine ordentliche Menge, muss man jetzt wirklich auch sagen, denn man muss ja ein bisschen sprühen, dass die Haare ein bisschen nass werden, ein bisschen feucht werden. Danach habe ich meine Haare oder meine Hände besser gesagt wieder kurz nass gemacht,
nochmal die Lockenbildung einfach auch aktiviert und geguckt, dass sie wieder so ein bisschen mehr Sprungkraft haben und ein bisschen mehr springen. Habe das Ganze diffust und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Es sprüht übrigens mal, dieses Spray hier sprüht einen schönen Nebel, einen relativ großen, feinen Nebel, aber natürlich ist ein Punkt, wo einfach mehr Produkt hinkommt. Und da, wo mehr Produkt war, hatte ich tendenziell so kleine verklebte Nesterchen. Das hat mir nicht so wirklich gut gefallen, hat sich auch nicht gut angefühlt. Irgendwie, die sind so zusammengeklebt und dann, wenn man sich bewegt, hat man das Gefühl, das ist wie so ein halber Helm um den Kopf. War einfach nicht so meins. Deswegen habe ich es nochmal anders getestet, denn man kann das auf 2 Arten benutzen. Man kann auch die Haare vorher nass machen und dann dieses Spray auftragen. Und was soll ich sagen? Das funktioniert gleich viel, viel, viel besser. Ich habe im Endeffekt meine Haare vorher nass gemacht, habe mir dann dieses Spray aufgetragen, habe meine Haare wie immer ordentlich gesquisht, dass sich die Wellenbildung wieder aktiviert, habe danach diffust und bam, also das ist doch wohl mal ein Ergebnis, mit dem ich gut leben kann, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, beim ersten Mal war es wirklich so, dass ich einfach auch wirklich viel Friss gehabt habe, so für mein Gefühl. Beim zweiten Mal war das für mich total anders. Ich habe das Gefühl, dass sich bei mir die Wellenbildung richtig schön aktiviert hat. Die sind danach wieder viel, viel, viel schöner gesprungen. Und ich hatte keine Klebestellen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich würde wirklich empfehlen, das Spray genau auf diese Art und Weise zu benutzen. Die Haare zuerst nass machen und danach dieses Spray aufzutragen. Denn nicht nur, dass meine Haare nicht wie so ein Teppich verklebt waren, ich finde tatsächlich auch, der Friss hat sich gut einfangen lassen. Und das, obwohl ich sagen muss, während dem Diffusen habe ich mir echt gedacht, aber witzig, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Irgendwie sahen meine Haare während dem Diffusen so frisselig aus und irgendwie so von der Bündelung her, dass ich mir dachte, oh, das wird nicht wirklich besser. Aber nach dem Diffusen war der plötzlich puff und weg. Also so funktioniert für mich dieses Spray total gut. Und das heißt tatsächlich, man muss einfach nur auch die Produkte durchprobieren. Nur weil das eine Produkt nicht funktioniert, kann es sehr wohl sein, dass das andere Produkt gut funktioniert. Das waren jetzt die nächsten 3,5 Arten, wie ihr refreshen könnt. Nicht vergessen, es ist nur eine Ideensammlung. Also passt alles so an, damit es für euch und für eure Haare passt. Ihr könnt die Produktmenge anpassen, ihr könnt andere Produkte benutzen, ihr könnt mehr Wasser, weniger Wasser, anders diffusen. Ich kann einfach nur sagen, passt es auf euch und eure Haare an, probiert es aus und habt viel Spaß dabei.